Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Heute aus der Reihe Porträt mit Bela, Teil 9, die Haare. Bei den Haaren ist es genauso wie bei den anderen Teilen des Gesichtes auch. Wir müssen versuchen, Volumen und Dreidimensionalität zu erzeugen. Deshalb werden wir die Haare in verschiedenen Schichten aufbauen und versuchen, nicht jedes Haar einzeln zu malen. Bevor wir jetzt gleich mit den Haaren loslegen, noch einmal die Erinnerung, welche Filme, welche Videos es hier in unserer Porträtreihe schon für euch gibt. Wir haben eine Playlist erstellt, die verlinken wir hier. Dort könnt ihr zum Beispiel Videos zum Loomis, zur Konstruktion des menschlichen Kopfes oder auch Videos zu Auge, Nase, Mund und Ohr finden. Ein schönes Video gibt es auch zum richtigen Sehen lernen. Da haben wir Selfies auf dem Kopf liegend gemalt. Schaut in die Playlist mal rein, da findet ihr schon viele Anregungen, um euch dem Thema Porträt zu nähern. So, Bela, die Haare haben uns ja noch bisher gefehlt. Und das ist ja ein richtig spannendes Thema, oft mit ein wenig Angst besetzt. Wie kann ich Haare im Aquarell darstellen? Und da ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, dass wir davon ausgehen sollten, dass Haare immer zunächst mal eine Masse, und zwar eine weiche Masse sind. Hier liegt für heute unser Referenzfoto und wir können schon ganz gut sehen, dass wir durch Licht und Schatten die Haare darstellen können. Wir haben hier einen viel helleren Tonwert, weil das Licht von oben auf die Haare scheint und hier an den Seiten ist es dunkler. Einzelne Haarsträhnen sind sichtbar und da werde ich dir gleich eine Technik verraten, wie wir im Aquarell solche Haarsträhnen darstellen können. Wir erstellen uns jetzt zunächst einmal eine Skizze vom Gesicht und von den Haaren. Du brauchst jetzt Auge, Nase, Mund nicht unbedingt einzuzeichnen, höchstens anzudeuten. Es geht uns jetzt um die Außenkontur der Haare und einige schwungvoll angesetzte Haarlinien im inneren Bereich. Ich würde wieder vorschlagen, wir arbeiten uns hier an der Außenkontur des Fotos entlang und dann legen wir einfach mal los. Dieses Verfahren zu skizzieren kennt ihr schon vom Film Richtig sehen lernen. Da haben wir auch an der Außenkontur entlang mit unserem Porträt begonnen. Wir haben jetzt hier bei der Skizze schon darauf geachtet, dass wir einzelne markante Haarsträhnen mit in die Skizze übernehmen, mit schwungvollen Strichen, immer schön mit den Strichen den Haaren folgend, aber nicht zu viele Strähnen einzeichnen, wirklich nur das, was ich hier auch sehe, das reicht und dann können wir jetzt gleich loslegen. Skizze und Foto bekommen die Unterstützer hier unseres Kanals wieder per Mail zugesendet. Unter dem Video ist der Link mit den verschiedenen Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Für die Haare verwende ich am liebsten einen chinesischen Kalligrafiepinsel. Bela, so einen hattest du noch nie, glaube ich. Ne? Ich habe dir aber auch einen besorgt. Dieser hier ist jetzt von der Firma Bösner. Und wir schauen mal, wie wir jetzt damit zurechtkommen. Bevor wir jetzt hier an unserem Gesicht die Haare malen, würde ich dir gerne auf einem Extrablatt, ich habe dir hier auch eins vorbereitet, ein bisschen was zur Pinselarbeit jetzt mit diesem speziellen Pinsel erzählen. Und zunächst mal gibt es ein bisschen Farbe. Einmal ist das Sienna gebrannt, etwas Alizarin Karmesin, Ultramarin Feinst und auch ein wenig lichter Ocker. Mit den 4 Farben werde ich gleich versuchen, diese Frisur zu malen. Vielleicht in die eine Ecke noch ein bisschen Neutraltinte, aber eigentlich denke ich mal, brauchen wir das Schwarz nicht. Die Haare hier von unserer Referenzfigur haben einen leicht rötlichen Stich. Das möchte ich eigentlich so nicht malen. Ich will eher so einen Brünettenton malen mit lichter Ocker, Sienna gebrannt und französisch Ultramarin. Vielleicht ein bisschen Alizarin für den Hauch Rot noch mit drin. Okay, also jetzt ein bisschen was zur Brushwork mit diesem speziellen Pinsel. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass wir die Haare in verschiedenen Schichten aufbauen sollten, um das Volumen wirklich darzustellen. Wir können mit diesem Pinsel sehr, sehr flächig arbeiten. Das probieren wir jetzt mal zuerst. Und zwar mische ich mir eine ganz helle Farbe aus lichter Ocker und Sienna gebrannt mit relativ feuchten Pinsel und setze jetzt für diesen Bereich hier oben, so werden wir nachher dann auch arbeiten, eine ganz helle, leichte, zarte Lasur drauf. So in dieser Art hier. Geht gut, ne, mit dem Pinsel. Der ist halt sehr weich. In die feuchte Farbe kannst du jetzt mit etwas trockenerem Pinsel
eine etwas dunklere Farbe einaddieren. Ich mische mir jetzt Sienna gebrannt und Ultramarinblau und setze in die noch feuchte Fläche einen dunkleren Farbton hinein. Bela mischt noch, aber ich zeige schon mal, weil es bei mir jetzt hier so schön nass ist, wie ich dann gleichzeitig, ja, einfach so schräg hier rein. Wir nehmen mal an, das ist jetzt hier die etwas schattigere Form. Wie ich jetzt gleichzeitig mit meinem Pinsel wieder Farbe herausziehen kann, und zwar so von einzelnen Strähnen. Dafür musst du den Pinsel auswaschen, anfeuchten, ein bisschen trocken machen und dann kannst du hier mit so schwungvollen Bewegungen versuchen, ein paar Strähnen wieder rauszuwaschen. Genau. Und da probier mal, du kannst ihn, wenn du ihn etwas anspitzt, kannst du ihn hier so breit auf der Breitseite steil aufsetzen, dass du ganz haarfeine oder einzelne Haare sogar rauswaschen kannst. Das muss man ein bisschen üben. Und jetzt würde man noch mit einer noch dunkleren Farbe die Zwischenräume hier intensivieren. Und alles soll geschehen, während unser Papier noch nass oder feucht ist. Und die dunklen Haarsträhnen, die ich jetzt hier dazwischen setze, baue ich auch ganz allmählich auf, nicht zu schnell. Und da kann man dann immer mal wieder eine Haarsträhne rausholen, wo man hier jetzt was Helles hat und wieder etwas Dunkles darunter setzen. Es ist also ein Modellieren in aller Ruhe, nach und nach und möglichst im nassen Zustand. Es ist wichtig, gutes Baumwollpapier zu verwenden und dann sollte das klappen. Okay, also das üben wir noch ein bisschen. Und vielleicht können wir noch einmal kurz üben, wie du auch mit dem Pinsel, mit einer schnellen Bewegung solche trockenen Haarformen hier für Strähnen rausziehen kannst. Ja, versuch mal so ein bisschen. Genau, und jetzt ziehst mit dem Pinsel so ein bisschen die Haare raus. Da musst du ihn dann wieder auf so eine Spitze setzen. Ne? Da kann man sogar ganz feine Haare dann, guck mal, das geht. Super. Also haben wir so ein bisschen die Pinseltechnik jetzt herausgefunden. Ich habe dir auch hingelegt einen ganz normalen Auswaschpinsel, den wir häufig verwenden. Auch hier können wir einmal versuchen, so einen hellen Bereich hier auszuwaschen. Das ginge natürlich auch, um größere Flächen auszuwaschen aus den Haaren hier. Mit dem ganz normalen Flachpinsel, ein synthetischer Pinsel von der Firma Da Vinci. Auch hier können wir feine Haare oder beschienene Flächen auswaschen. Auch hier, den kannst du auch schön so halb trocken machen und auf die Spitze setzen und dann macht er auch ganz feine Haarformen. Okay, wir fangen jetzt an mit der Grundierung. Ich beginne mit der linken Seite des Kopfes, weil wir beide Rechtshänder sind. Ich setze eine leichte Lasur mit lichter Ocker, mit ein bisschen Dreck hier aus der Mitte. Dreck? Ja, ein bisschen Palettendreck. Okay. Hast noch keinen Palettendreck. Ein Hauch Alizarin mit rein. Also wichtig ist bei den Haaren auch wieder, so wie beim Aquarellmalen grundsätzlich, dass wir die Farbe ständig variieren, um die Sache interessant zu halten. Und aus diesem Grund gehe ich sogar mit ein bisschen Ultramarinblau hier in diesen Bereich, wo diese helle Strähne sich nachher vorschiebt, ins Licht schiebt. Hier gibt es eine helle Stelle am Scheitel und da höre ich hier zunächst auf. Genau, einfach hier so eine Lasur anlegen, ab und an auf dein Foto gucken. So, jetzt hole ich hier mit dem Auswaschpinsel aus diesem hellen Bereich hier die Helligkeit wieder heraus. Wichtig ist, dass wir so lange wie es geht mit weichen Verläufen arbeiten, also die Nässe des Papieres hier wirklich ausnutzen. So, hier ist es jetzt halb trocken. Ich gehe jetzt hier erstmal weiter nach unten und werde das dann hier nochmal überarbeiten. Ja, prima. Rausarbeiten und jetzt eben die feinen Strähnen auch rausholen, die du hier siehst. Genau, ganz steil halten, dann gelingen dir so ganz feine. Und ich habe jetzt erstmal guck mal, diesen gesamten Bereich als Fläche nochmal ausgewaschen. Siehst du hier? Ja. Unterbrochen durch so ein paar Dunkelheiten ist das eigentlich ein sehr heller Bereich. Und immer schön mit dem Pinsel dem Schwung der Haare folgen.
Also man muss halt, weißt du, wenn man dann irgendwo dahin kommt, dass man, wie bei dieser Vase und dem Gesicht oder dieser Hexe und der jungen Frau, du musst halt diese Leerstellen angucken. Guck mal, hier diesen komischen dunklen Fetzen hier, siehst du? Und den dunklen Fetzen und den und diesen halbdunklen da. Und dann entsteht die helle ja von selbst, weißt du? Das macht dann so einen Spaß, wenn man da irgendwann kommt man da so rein und dann baut man diese Strähnen so. Okay. Dann machen wir erstmal die rechte Seite und gucken dann nachher nochmal bei der linken Seite. Es kann dann auch einfach einmal durchtrocknen. Die rechte Seite malen wir auf die gleiche Weise. Wir grundieren zunächst einmal mit einer hellen Farbe und setzen dann die dunklen Tonwerte dazu und waschen auch gelegentlich wieder Haarsträhnen aus. Immer darauf achten, wo du die großen Massen an Helligkeit und Dunkelheit siehst. Zunächst mal nicht zu sehr an die einzelnen Strähnen denken. Ich starte wieder mit ein bisschen Ocker. Und ich mag diese Abwechslung von Ocker und Blau sehr gerne. Es wird dann ein bisschen grünlich, aber das finde ich so als Grundierung völlig in Ordnung. Und man kann versuchen, so, du hast es hier schön gemacht, so einzelne Haarsträhnen schon mal so ganz leicht ein bisschen rauszuziehen. Ja, das sehen wir auf dem Foto auch sehr schön. Hier gibt es so ein paar Strähnen, die hier nach oben gehen. So, und dann kommt jetzt schon wieder das Sienna gebrannt mit dem Blau gemischt, mit einer etwas cremigeren Konsistenz. So, diesen Mittelteil vom Scheitel, den hast du schon ein bisschen dunkler, das ist gut. Hier, den mache ich jetzt ein bisschen mit einer bläulichen Schicht. Da schimmert ja so ein bisschen die Kopfhaut durch. Das darf natürlich nicht weiß bleiben. So, das hat auch schon sehr gut geklappt. Wir haben jetzt ganz schön lange hier dran rumgefummelt, Bela, ne? Aber wir haben doch so ein paar einzelne Haarsträhnen hier schon ganz gut rausgewaschen bekommen. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Bereich, nämlich der Bereich unter den Haaren. Das kann man hier auf dem Foto nicht ganz so gut sehen, aber ein bisschen vielleicht doch, dass die Haare selbst ja einen Schatten auf die Stirn werfen. Und diese Verbindung zwischen Stirn und Haaren möchte ich gerne noch eintragen. Dafür mischen wir uns unsere Schattenfarbe, also ich möchte jetzt nicht das ganze Gesicht noch mit Farbe belegen, das machen wir dann im nächsten Teil unserer Reihe, sondern nur diesen Schatten malen. Wir mischen uns mal ein bisschen Sienna gebrannt mit Ultramarin und wenn du noch dieses Alizarin auf der Palette hast, kannst du davon auch ein bisschen dazu nehmen, für so ein bräunliches Rot, so. Und dann würde ich gern direkt unter die Haare jetzt diesen Schatten geben und guckst du nochmal auf dein Foto, wie der ungefähr fällt. Und dann wollen wir ihn verblenden, weich in die Stirn hinein, mit Wasser eine Verbindung schaffen. Und auf der anderen Seite auch. Mach's nicht zu dunkel. Und das ist ganz wichtig, dass die Haare hier einen Schatten werfen auf die Stirn und dann sogar stellenweise heller zu sehen sind als dieser untere Bereich hier, der im Schatten liegt. Schön mit Wasser verbinden, dass es eine ganz weiche Verbindung wird.
Da kriegst du jetzt einen kleinen Wasserrand, den kannst du noch mal versuchen, ein bisschen zu verwischen. Nicht mit Wasser, sondern mit trockenem Pinsel dann. Vielleicht sogar mit dem etwas härteren Pinsel. Toll sind die Haare jetzt hier oben geworden. Super, sieht gut aus. Und ganz zum Schluss kannst du diesen Pinsel auch so mit diesen aufgespreizten Haaren ansetzen, könnte man. Und dann so, guck mal hier, der macht dann so richtige Haarstrukturen, siehst du es? Ja, so könnte man hier über so einen dunklen Bereich nochmal rübergehen. Siehst du es? Hier, jetzt? Also wenn man es möchte. So, genau. Ist doch toll, oder? Das ist echt verrückt, ja. Okay, das soll es für heute hier gewesen sein mit unseren beiden Haarfrisuren. Ich hoffe, ihr habt Lust, das jetzt auch einmal auszuprobieren. Wir haben jetzt 1 Stunde hier dran rumgemalt, würde ich sagen, an den beiden Haarfrisuren. Und so viel Zeit braucht es, um diese einzelnen Strähnen dann auch rauszuarbeiten. Immer mit der helleren Lasur beginnen und dann diese Dunkelheiten reinsetzen. Möglichst mit einem ganz weichen Pinsel, hier ein chinesischer Kalligrafiepinsel. Hier seht ihr noch mal ein paar andere Frisuren. Und jetzt noch die Frage an Bela. Bist du bereit für die nächste Challenge? Nächstes Kapitel Porträt würde ich gern mit dir ein ganzes Gesicht malen. Denn wir haben jetzt alle Teile des Porträts behandelt. Wir haben die Augen, die Nase, den Mund, die Ohren gemacht. Wir haben die Hauttöne gemacht und die Haare. Und den Lumis von vorne. Jetzt könnten wir ja eigentlich das alles zusammenbasteln. Wir feiern ja dann die 10. Folge. Ja, das stimmt. Und in der 10. Folge dann ein ganzes Gesicht von vorne malen. Damit sind wir aber jetzt noch nicht am Ende der Reihe angekommen. Ich würde dann gerne noch über die Anders Zorn Palette sprechen. Wir brauchen noch ein komplettes Porträt mit dem Dreiviertel-Lumis. Und das Profil haben wir auch noch nicht behandelt. Das wäre auch noch ein sehr schöner Teil, den es noch zu besprechen gilt. Also in der nächsten Folge dann ein komplettes Porträt mit einem gezeichneten Lumis vorweg, so dass wir alles, was wir bisher gelernt haben, anwenden können. Freue ich mich schon drauf. Jetzt erstmal euch viel Spaß beim Malen der Haare. Nicht gleich vielleicht beim ersten Mal die Perfektion erwarten, denn Bela hat es auch gemerkt, es ist ein bisschen tricky, man tüftelt ein bisschen rum, man muss ständig gleichzeitig auswaschen die Flächen und wieder dunkle Flächen dagegen setzen, wieder helle Strähnen auswaschen und wieder dunkel dagegen setzen. Und das unbedingt auf gutem Büttenpapier, denn dieses Papier arbeitet lange mit und gibt dann nicht unterwegs auf. Das wäre schade. Okay, das war's für heute. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil der Porträtreihe in 4 Wochen. Nächste Woche hier auf unserem YouTube-Kanal geht es wieder weiter mit einem schönen Motiv. Bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Mal.